Und Quest-Belohnungen im High-Level sind teilweise bis zu 20 Products pro Quest. Das wären dann sogar 1280 Products. Du machst eine Quest 8-mal, aber mit 8 Chars. Dann kriegst du einfach 1280 Products. Wenn ein Product 100 F-Coin wert wäre, dann wären das über 100.000 F-Coin. Also basically über 1000 Euro. So. Also ja, rein theoretisch wäre das klug. Also der Weg dorthin wäre langwierig und schwierig. Aber wenn du das mal hast, dann musst du einfach nur darauf warten, dass Scala eine Levelerweiterung pusht. Mit neuen Quests, mit neuen Level-Reach-Belohnungen etc. Und dann verdienst du innerhalb von ein paar Wochen, bis du halt die ganzen Quests gemacht hast, bis du die ganzen Level-Reach-Belohnungen abgeholt hast. Wenn es eine krasse Levelerweiterung ist, dann sind es halt ein paar Monate, ist ja egal. Dann würdest du Items im Wert von wahrscheinlich 2, 3, 4, 5.000 Euro kriegen, je nachdem wie krass die Levelerweiterung ist, wie krass die Quests sind. Klar, alles seriengebunden, aber da es größtenteils Products sind, die Value ausmachen, da das größtenteils Protects sind, könntest du ja mit den Protects, ist ja egal, ob die seriengebunden sind, einfach irgendwas upgraden und das, was du geupgradet hast, kannst du dann verkaufen. Würdest du da zwar deinen Gewinn schmälern, theoretisch, oder du verkaufst da die Products als seriengebundene Products, würde auch gehen, weil du damit auch deinen Gewinn schmälern würdest, sozusagen, aber am Ende des Tages würdest du so viel Asche in so kurzer Zeit machen, wie es literally eigentlich unmöglich ist mit normalem Spielen. Man muss halt die langfristige Vision verstehen dahinter. Was die meisten einfach nicht können. Die meisten haben das nicht. They can't see it. They are blind. Wo würdest du das Limit sehen für den Daily Aufwand? Wenn du 24 Stunden Zeit hast, minus Schlafheit. Tja. Ich meine, 8 Chars sind schon realistisch eigentlich, wenn du sie schon hast. Ich meine, rein theoretisch wirst du jeden Tag einfach nur Tower machen und gegebenenfalls Kriton und dann halt noch mindestens 1-2 Stunden leveln. Könnte man schon auf einen Gesamtzeitaufwand von maximal 5 Stunden kommen. Das wäre ja gar nicht mal so ultra viel. Es würde natürlich relativ lange dauern, bis du dann immer die nächsten 8 Chars ready hast, dass sie das gleiche machen können. Und mit relativ lange meine ich sehr lange. Aber ich meine, dass es nicht von jetzt auf gleich geht, sollte ja klar sein. Jeder, der das erwartet, hat unrealistische Vorstellungen davon. Wenn du alles daily machen willst, wie ich mit 8 Chars, wäre das wohl menschenmöglich am Tag 24 Chars oder 32? Naja, was heißt alles daily? Wieso alles daily? Wenn ich jeden Tag mit meinen 8 Chars, also ich habe quasi 8 Chars und die machen nur Kriton und Tower. Event halt. Naja, die meisten Events würdest du ignorieren. So ein Event wie jetzt aktuell würdest du wahrscheinlich sogar einfach ignorieren, weil du eh nicht alle Chars spielst, aber du fast nur Power-Ups bekommst. Also was juckt dich das Event? Du kriegst überwiegend Power-Ups bei dem Event. Das ist die Main-Belohnung. So ein Event würdest du dann einfach ignorieren an dem Punkt. An dem Punkt bist du schon so abgehoben, dass du es tatsächlich komplett ignorieren würdest. Das müsste schon ein deutlich besseres Event sein, wo man auf jeden Fall Products oder ähnliches farmen kann. Und selbst dann würdest du es wahrscheinlich ignorieren, weil es den Aufwand nicht wert wäre, es mit so vielen Chars zu machen. Und mit den 5 Stunden mal 3, die 5 Stunden waren schon für 24 Chars gerechnet eigentlich, oder für mehrere Chars. Also wie gesagt, mit 64 Chars realistisch, 2,5 Stunden für Tower, 8 mal Kriton, sagen wir auch 15 Minuten each. Wenn man gutes Equipment hat, kann man schaffen. Die Chars teilen sich ja das Equipment. Die meiste Zeit kostet das Ausloggen, Umloggen, wieder in den Dungeon gehen, wieder zum Boss laufen,
etc. Das ist der größte Zeitaufwand. Der Kampf gegen den Boss wäre dann der geringere Zeitaufwand. Also ich sage jetzt mal, Bossfight 10 Minuten, plus umloggen, Chars wechseln, maximal 10 Minuten, vielleicht 5, wenn man die Chars alle schon im Dungeon hat oder wenn man sich da so ein System überlegt, wie es am schnellsten geht. 5 bis 10, dann wären es, sagen wir, 20 Minuten für Kriton, mal 8, wären nochmal 2 Stunden 40. Also das 2 Stunden, sagen wir 2 Stunden 40 für den Tower, 2 Stunden 40 für Kriton. Dann wärst du bei 5 Stunden 20. Aber mit 64 Chars Kriton und mit 64 Chars Tower. Also 8 mal Kriton natürlich nur, nicht 64 mal Kriton. Jede 8er-Gruppe macht halt einen Kriton. Würde ja auch Sinn ergeben, wegen maximalem Link-Attack ohne Party-Scrolls. Und ich meine, 8 mal Kriton pro Tag ist schon ziemlich viel. Also ich meine, das reicht, glaube ich. Also ich meine, öfter will man den wahrscheinlich gar nicht machen. Und dann wärst du bei 5 Stunden 20. Also es war tatsächlich für 64 Chars schon gerechnet, Sir. Aber wenn du dann halt noch, also das wäre halt, wenn du fertig bist und wenn du halt noch nicht 64 Chars hast, und trotzdem nur um die 5 Stunden spielen willst, mehr nicht, weil du täglich nicht mehr reinbekommst in einem Tag, dann hättest du halt nur 6 mal Tower und nur 6 mal Kriton und arbeitest gerade an Gruppe 7 sozusagen. Oder du ziehst immer nur beim nächsten FEC eine Gruppe hoch oder 2 Gruppen. Ich meine, am logischsten wäre, wenn du das wirklich verfolgen würdest, wäre, du machst FEC, Party auf Level, und ziehst deine Chars immer nur hoch genug, dass sie in den Tower können, aber dass alle gleich hoch sind. Das heißt, du ziehst auf FEC deine Chars immer nur auf 86, 8 mal 86. Ab da können sie täglich Tower machen und kriegen passiv XP mit relativ wenig Aufwand. Und dann fängst du die nächsten 8 an. Dann hast du alle ready. Bis zum Ende vom FEC müsste das locker reichen, dass dann, also wenn du jetzt keinen einzigen Charakter hättest, mal angenommen, du hast 0 Charakter und willst jetzt damit anfangen, dann würdest du den nächsten FEC abwarten. Logischerweise, weil du dir so viel Zeit dort sparen würdest. Es würde schon Sinn machen, das wirklich auf FEC zu machen und nicht auf den normalen Servern, weil es da ewig dauert. Also eine Gruppe, eine 8er-Gruppe schon hochzuziehen, würde ewig dauern. Mit 8 Gruppen wäre crazy. Auf jeden Fall würdest du quasi auf den FEC warten, dann wahrscheinlich 8 Gruppen auf mindestens 86 ziehen und mit denen dann schon mal täglich Tower machen und so. Bei 86 lohnt es sich nicht wirklich, wahrscheinlich dann erst mit 88. Aber auf jeden Fall, dass sie jetzt später auf Boroding dann den Tower machen können, weil auf Boroding würde es sich eher lohnen, weil du dann 8 mal 5% bekommen würdest in, ich meine, bei der ersten Tower Quest musst du ja nur 50 Monster töten. Aber ist ja egal, auf jeden Fall, dass sie halt alle Tower machen können, weil Tower ist ja der Dreh- und Angelpunkt von dem Ganzen. Ohne Tower würde es gar nicht funktionieren, weil die ganze passive XP aus dem Tower ist unerlässlich. Wenn du alles leveln müsstest, wenn du die gesamte XP leveln müsstest von Level 1 bis 160, oder Level 1 bis 152, besser gesagt, dann würde das kein Mensch machen, auch ich nicht, weil das viel zu krass wäre. Aber es gibt ja den Tower, der basically XP verschenkt, von vorne bis hinten. Und ja. Und sobald du die 8 auf 86 hast, die 8 Teams, 8 mal 8, könnte sein, dass du dann noch Zeit übrig hast, vielleicht. Ich meine, der FEC geht 5 Monate, das ist schon, also ich meine, 8 Chars auf 86 ziehen dauert jetzt nicht so ultra lange eigentlich. Ich würde jetzt mal sagen, 3 Wochen ist eigentlich realistisch. Ja, aber bei 24 Wochen, was sind 5 Monate? Das sind 26 Wochen. Nee, Schwachsinn. 5 Monate sind, oh, ne, meint, ist sogar weniger. Ja gut, okay, du würdest es wahrscheinlich gerade so schaffen, tatsächlich. Ja. Aber wenn du noch Zeit übrig haben solltest, dann könntest du natürlich dann eine Gruppe schon weiter leveln. Dann könntest du halt ein Team nehmen, das du irgendwie als dein erstes Team oder so festlegst und dann kannst du das halt schon weiter leveln. Würde ich dann aber weiterhin mit Party auf Level machen, weil dein Hauptzeitaufwand ist ja dann täglich nicht leveln, sondern Tower machen. Das heißt, da wäre es tatsächlich wichtig, dass alle Chars auf dem gleichen Level sind und nicht mit Party auf Schaden leveln, weil du ja eh kaum levelst und du willst einfach nur, dass die alle zur 8 immer in den gleichen Tower können und immer die gleichen Quests annehmen können, weil das ja dann dein Main-Weg ist, wie du sie levelst. Und eben nicht über die herkömmliche Weise. Das heißt, da müsste man tatsächlich mit Party auf Level arbeiten. Wäre aber nicht so schlimm, weil auf FEC hast du sowieso viel mehr XP. Das gleicht das dann wieder ein bisschen aus und dann ist es auch nicht so painful. Und wenn du dann auf Boroding zurück bist, kannst du halt auch jeden Tag ein Team irgendwie 1 Stunde leveln. Mit Party auf Level. Und die ein bisschen hochboosten, dass du halt irgendwann ein Team schon ready hast, das halt schon farmen kann und so. Und die anderen machen halt nur Tower. Und wenn dann das eine Team alle Chars auf 152 wären, dann wirst du halt mit denen nicht mehr leveln, sondern wirst du das zweite Team machen. Dein erstes Ziel wäre, alle Chars auf 152 kriegen für die maximale Tower-Belohnung.
Und dein zweites Ziel wäre dann alle auf 160 kriegen für Kriton. Aktuell. Das ist natürlich mit dem aktuellen Stand bemessen. Aber da sollte einem halt bewusst sein, dass das halt wirklich ein langfristiges Projekt ist. Also es hört sich jetzt alles so schön und gut an. Aber man sollte halt verstehen, dafür braucht man halt wahrscheinlich mindestens ein ganzes Jahr. Also die 5 Monate vom FEC würdest du brauchen, nur um die 5 Teams überhaupt mal ready zu kriegen. Mit, wie gesagt, Level 86, Tower etc. Und die restlichen 7 Monate des Jahres bräuchtest du dann wahrscheinlich, um ein Team auf 152 zu kriegen. Und die anderen wären dann wahrscheinlich irgendwo im 100er-Bereich, würde ich jetzt mal schätzen. Ja. Ich würde schätzen, die wären so im 100er-Bereich. 110 bis 115 vielleicht irgendwo da. Dann ist du quasi 56 Chars, Level 100 plus. Könnten halt auch schon Battle Pass abusen, by the way. 8-fach Battle Pass abusen könntest du neben dem Tower auch schon. Also was heißt abusen, aber ja. Farmen, besser gesagt. Ich habe by the way gar keine Power-Ups an. Genau. Also du machst quasi erstmal nur Power, Battle Pass und Tower, weil das eigentlich schon reicht. Da farmst du auch schon Products bis zum absoluten geht nicht mehr. Und du stackst schon mal Power-Ups, die du später für Kriton brauchst oder für Farmen, für Bosse farmen. Stackst du schon mal Power-Ups auf den Blades und so weiter. Aber spielst effektiv eigentlich nur deinen Elementor, der den Tower für dich macht und halt gegebenenfalls ein bisschen levelt. Jeden Tag eine Stunde oder so. Aber mehr wahrscheinlich nicht. Kannst beim Leveln immer eine Party ziehen und dann für den Tower benutzt. Und ja, dann hättest du so ein Jahr investiert. Aber im zweiten Jahr hättest du dann quasi schon würdest du schon die ersten Früchte tragen dann. Aber ich sag mal so, das ist halt nur die Theorie, ne? Wenn man dann realistisch ist. Also ich weiß nicht mal, ob ich darauf Bock hätte, ehrlich gesagt. Also wenn ich nicht streamen würde, würde ich vielleicht tatsächlich so spielen. Aber ich meine, im Stream wäre das schon gottlos. Ich meine, die Leute fragen mich jetzt schon, warum habe ich 3 Elemente? Weil ich krieg fast jeden Tag die Frage, hey, warum hat der Elementor plötzlich einen anderen Namen und ein anderes Level? Wie viele Elementoren hast du denn? Dann 3. Warum hast du 3 Elementoren? Das höre ich jeden Tag fast schon. Was meinst du, was die Leute dann sagen würden, wenn du 8 hättest? Einfach so durchnummerieren. Elementor 1, Elementor 2, Elementor 3. Team 5, Team 6. Teamleader, Team 8. Ja, wir können es auch 8 verschiedene Gilden dann machen. Weil es tatsächlich keinen Sinn ergeben würde. Würde ich trotzdem mal alle in eine Gilde packen wahrscheinlich, aber ja. Ja, aber das könnte man schon echt krass machen. Aber natürlich, also ich glaube auch deswegen macht Gala in Anführungszeichen nichts dagegen. Mit dem Party-Share, dass so Link-Attack funktioniert. Na gut, wobei dagegen können sie eigentlich fast nichts machen. Aber mit dem Battle Pass und so weiter, das immer alles Party-Shares, oder viele Sachen wie zum Beispiel Dungeon abschließen, Bosse töten, auch wenn du gar keine Kampfbeteiligung hattest und so weiter. Die machen dagegen nichts, weil es keiner macht. Also niemand macht es auf so einer großen Skala. Also ich glaube, ich bin schon einer die es am meisten übertreiben mit 3 Teams. Also ich weiß zumindest von ein paar anderen Personen, dass sie auch mindestens 2x8 Chars haben. Ich will jetzt keine Names droppen, aber sagen wir einfach mal, sie existieren. 1x8 haben, würde ich sagen, sogar sehr viele Leute. 2x8 haben einige. 3x8 weiß ich jetzt nicht. Da gibt es wahrscheinlich auch ein paar, aber nicht so viele. Also ich bin schon wahrscheinlich unter den wenigen. Und ich denke, 4 oder 5x8 wird so gut wie niemand haben. Da gibt es vielleicht auf der ganzen Welt 5 Leute oder so, die mehr als 4, oder die 4 oder mehr haben. Und 8 wird halt absolut niemand haben und wahrscheinlich auch keiner realistisch vorhaben. Aber man weiß es natürlich nicht. Wobei man auch dazu sagen muss, das lohnt sich halt auch nur bei uns so krass. Weil zum Beispiel auf La Wolf, da kosten 1000 F-Coin über 500 Mio. Da würde sich das tatsächlich gar nicht so heftig rentieren. Also zumindest im Hinblick auf den Tower würde es sich nicht so sehr rentieren. Auf Servern wie La Wolf, die eine geistesgestörte Inflation haben, 3-mal so schlimm wie wir, oder 3 bis 4-mal so schlimm. Ja gut, bei Borodeng ist es echt fast 4-mal so schlimm. Falls der Stand überhaupt noch aktuell ist, kann auch sein, dass der F-Kurs bei denen mittlerweile viel höher ist. Aber bei solchen Servern, da wäre das tatsächlich gar nicht mal so attraktiv mit dem Tower. Da bräuchtest du den Tower zwar trotzdem, um hoch zu spielen, um deine Charakter leichter hochzukriegen, bräuchtest du den Tower natürlich schon, weil er dafür ein extrem effizientes Mittel ist. Aber am Ende dann
ab Level 152 die 4,4 Millionen pro Char, also 64 mal 4,4 Millionen abzufarmen. Das wäre tatsächlich gar nicht mal so geil, weil du würdest dann 500 F-Coin farmen in 2,5 Stunden. Und 500 F-Coin in 2,5 Stunden ist ziemlich schlecht. Knapp 2000 F-Coin in 2,5 Stunden, das ist ziemlich gut. Also so knapp 1000 F-Coin die Stunde, das ist eine gute Summe. Also ich meine, mehr kann man in dem Game kaum verdienen, außer man hat irgendwo extremes Glück. Ansonsten ist es schwierig, mehr Geld zu verdienen. Und das halt so konstant, also ohne Risiko und so weiter. Aber auf einem Server mit einer so krassen Inflation ist es natürlich bitter, wenn es dann nur ein Viertel davon ist. Dann lohnt sich das halt gleich mal direkt viel weniger. Da würde man das wahrscheinlich gar nicht machen. Da wäre dann mehr das interessant, was ich vorhin gesagt habe mit den Quests. Wenn ein neues Update kommt und neue Quests, wo du irgendwie für eine Quest 20 Products bekommst und diese 20 Products mit 64 Chars und dann kriegst du über 1000 Products, die dann den F-Coin-Wert entsprechend 500 Milliarden wert wären oder so. Oder ja, 50 Milliarden wären es, glaube ich. Aber ist ja egal, auf jeden Fall das würde sich dann tatsächlich mehr rentieren für solche Leute. Aber gut, glücklicherweise spielen wir alle nicht auf Flavulf, deswegen kann es das egal sein. Wir haben keine so krasse Inflation. Also bei uns aktuell ist es so, dass es funktioniert. Natürlich muss man bedenken, dass wenn das jeder machen würde oder wenn das mehr Leute machen würde, würden wir natürlich auch eine entsprechende Inflation kriegen. Aber dann wiederum, habe ich ja gerade schon gesagt, macht es halt keiner. Und deswegen, wenn du jetzt der Einzige wärst, der es machen würde, erstens würde es den meisten Leuten wahrscheinlich gar nicht wirklich auffallen. Außer du bist zu frech, sag ich mal. Also Brennholzverleih, also No Front. Aber Brennholzverleih ist auf Borodeng, glaube ich, schon negativ aufgefallen, weil er mit, also es sind, glaube ich, 2 Leute, aber ist ja egal, weil beim World Boss Event damals, da haben die Leute mich schon gehatet, obwohl ich nur mit 8 Chars da war und viele Leute waren da mit Minimum 2 Chars, also ich meine 8, also ob du jetzt 8 oder 4 oder 5 Chars hast, ich meine, moralisch gesehen, sobald du da mit 2 Chars bist, bist du auch nicht besser als ich oder so, also ich meine, realistisch ist es einfach nur dämlich, überhaupt da so einen auf Moralapostel zu machen. Ich meine, es ist nur ein fucking Videospiel. Ich weiß nicht, was die Leute manchmal denken, was das hier eigentlich ist. Aber, wie gesagt, Brennholzverleih, und das sieht man halt auch im Gildennamen, ne? Deswegen weiß man es ja, war da halt mit 18 oder 20 Chars bei den Worldbossen. Also nochmal 2,5 mal mehr Chars als ich hatte. Und das fällt dann natürlich schon leicht negativ auf. Also ich meine, das ist dann halt komplett übertrieben. Und ja, also wenn du es nicht so übertrieben machst, immer maximal 8 Chars am Start und vielleicht nicht zu offensichtlich, dass das alles deine sind. Ich meine, am Gildennamen erkennt man es dann schon, aber wie gesagt, wenn du 64 Chars nebeneinander eingeloggt hast, ist es halt was anderes, als wenn du 8x8 nacheinander online holst. Dann reibst du es den Leuten nicht so aktiv unter die Nase. Hey, guck mal, ich bin gerade mit 64 Chars am Tower abusen, du dummer Trottel. Und mach die ganze Inflation schlimmer und farm gerade 64 mal Battle Pass, 5000 Products und 5-fache was auch immer Belohnungen und so. Weißt du, das ist so, es muss ja nicht sein. Ne? Man muss es den Leuten ja nicht unbedingt reindrücken. Wie gesagt, ich finde es lächerlich, dass man sich darüber aufregt, weil es ist nur ein Videospiel. Und sich über Leute aufzuregen, die Systeme im Spiel in Anführungszeichen analysieren und das Beste draus machen oder so. Und also, ich meine, Leute dafür zu haten, ergibt einfach keinen Sinn, weil wenn, dann musst du halt Gala schreiben und sagen, hey, ich finde das kacke, dass das so funktioniert, guckt euch mal den einen Typen an, was der macht. Das sollte doch nicht so sein, könnt ihr das bitte ändern? Und wenn Gala dann aktiv sagt, nö, oder auch passiv sagt, nö, sie ändern es nicht, ist ihnen scheißegal. Ich meine, ganz ehrlich, dann, ja, dann ist es halt so. Ich meine, wie gesagt, don't hate a player, hate a game. Und auf der anderen Seite finde ich es eh so lustig, bei mir schon vor 2 Jahren, als ich mit der 8-Char-Taktik angefangen habe, und auch jetzt noch Leute sagen, ja, das lohnt sich doch nicht und das macht doch keinen Spaß und so. Und da denke ich mir halt so, ich meine, du sagst mir ins Gesicht, du denkst, es macht keinen Spaß und du denkst, es lohnt sich nicht. Aber trotzdem hatest du mich dafür. Das ergibt doch überhaupt keinen Sinn. Du sagst quasi, ich verschwende meine Zeit und es lohnt sich nicht. Und trotzdem hasst du mich dafür, dass ich es mache. Das ergibt keinen Sinn. Wenn es so dumm ist, was ich mache und wenn sich das nicht lohnt, warum hatest du mich dann dafür? Das ergibt doch überhaupt keinen Sinn. Also, das ist halt so, ich finde das so faszinierend. Und
Dann wiederum, wie gesagt, kann es jeder machen. Es ist nicht verboten. Und solange Gala dem Ganzen keinen Riegel vorschiebt, finde ich auch nicht, dass man sich schlecht dafür fühlen sollte. Ich meine, es gibt so viele Sachen, die in diesem Spiel passieren, tagtäglich, die wirklich gegen die Spielregeln sind und die genauso die Wirtschaft kaputt machen und so weiter. Und ich meine, sich darüber aufzuregen, ist viel valider, als sich über sowas aufzuregen. Weil ich meine, ich verstoße nicht gegen die Spielregeln. Und ja, also keine Ahnung. Ich habe das nie verstanden, warum das Leute so aufregt. Ich meine, mittlerweile ist es nicht mehr so schlimm. Mittlerweile kriegt man es nur noch mal so am Rande mit. Aber am Anfang, da waren die Leute schon richtig mad. Also das erste Video, was ich mal hochgeladen habe, wo ich so 8-fache Asria-Quest-Belohnung abgeholt habe, wo ich dann irgendwie, ja doch, es sind 320 Products kriegt man dann mit 8 Chars. Da waren einige Leute schon richtig pisst. Aber halt auch wieder so, ich meine, ich habe es natürlich auch so hochgeladen, ich meine, muss man natürlich klar sagen. Aber die Leute waren dann halt pisst, weil ich halt 320 Products in Sekunden abgeholt habe quasi, was halt weit über 10.000 F-Coin waren. Aber auf der anderen Seite haben sie mir davor monatelang gesagt, was du machst, ergibt keinen Sinn und das lohnt sich nicht. Aber dann in dem Zeitpunkt, wo du dann plötzlich die 320 Projects hast, hassen sie dich plötzlich. Oder du denkst, hä, hast du mir nicht noch letzte Woche gesagt, dass sich das nicht lohnt und dass das dumm ist? Und jetzt plötzlich bist du mad. Also so, hä? Das ergibt keinen Sinn. Also entscheide dich, lohnt sich jetzt oder lohnt sich nicht? Weil warum bist du dann mad? Wenn es sich eh nicht lohnt, dann habe ich doch trotzdem meine Zeit verschwendet. Das ist crazy. Und letztendlich, ob das Spaß macht oder nicht, muss ja jeder selbst entscheiden. Ich meine, manchen Leuten macht Spaß, sowas so zu spielen. Ich meine, Fly-Life ist ein totlangweiliges Game. Wie die meisten Games, muss man tatsächlich sagen. Ich finde ja persönlich League of Legends zum Beispiel, finde ich auch totlangweilig. Weil letztendlich bestehen die meisten Videospiele wirklich daraus, dass du jeden Tag das Gleiche machst. Und Fly-Life ist da keine Ausnahme. Die meisten Games sind so, dass sie eigentlich immer das Gleiche sind. Immer und immer wieder. Und wenn du eh jeden Tag das Gleiche machst, klar kann man sagen, okay, man kann schon ein bisschen mehr Abwechslung reinbringen, als zum Beispiel 8-mal Tower zu machen. Schon klar. Aber wenn ich persönlich jetzt kein Problem damit habe, ob ich jetzt 8-mal Tower mache oder ob ich 3 Stunden bei den gleichen Monstern level, letztendlich ist es immer das Gleiche. Also kann sich ja jeder selbst dafür entscheiden, was er jetzt dann tatsächlich macht. Und wie gesagt, Abwechslung in diesem Spiel zu finden, ist eh schwierig genug. Von dem her, I don't know.